Guten Morgen, Leute, und willkommen zurück hier aus Hanoi. Für jeden, der das Kaffee-Video gesehen hat, weiß, was jetzt kommt. Für alle, die es nicht gesehen haben, hier hinter mir ist der Kaffeeladen, in dem wir waren. Und dort gibt es auch einen Kochkurs inklusive Kaffeekurs. Und wir haben jetzt geschafft, einen privaten Kochkurs zu machen. Das heißt, nur Kathi, ich, die Kochlehrerin. Und ich würde sagen, gehen wir rein und starten wir mit einem Marktbesuch. Übrigens, den besten Preis für diesen Kochkurs haben wir euch im QR-Code und in der Videobeschreibung verlinkt. Also gerne schon mal ein Like da lassen und kommentieren, ob ihr vielleicht sogar schon mal einen Kochkurs hier in Vietnam oder in einem anderen Land gemacht habt. Phở, PHO for the beef noodle soup, and the other one is bún, BUN. We have it for the bún chả, the grilled pork noodle. Yeah, so two different types, and I want to pick some for you over here. It is edible. You can eat this directly. And two different types, the color, the name, the smell, it's different. So, unsere Kochlehrerin heute ist die Vi. Die können wir übrigens nur empfehlen. Die spricht perfektes Englisch. Und jetzt sind wir hier gerade so auf dem Markt unterwegs. Das Witzige ist, der Markt ist eigentlich die ganzen Straßen, die es hier bei uns rund ums Hotel gibt. Also das ist super easy. Man muss da nicht auf diese großen Märkte, wie man es bei Kochkursen in Thailand kennt, sondern man geht hier quasi so wirklich von Stand zu Stand hier in den einzelnen Straßen zwischen den Hotels, hier in der Altstadt, also im Old Quarter in Hanoi. Und das macht das Ganze noch ein bisschen authentischer und simpler, wie ich jetzt finde. Okay. Oh my god. Yes. So here is the next stop. Let's see what you have in. We got some herbs and vegetables for all the food that we want to make in. And So, nächste Station, die Salatstation, das Grünzeug, also wirklich Koriander und Salat und Gurke und alles. Und jetzt hat sie gerade noch erklärt, dass das natürlich hier, weil das zwischen den ganzen Hotels ist, schon der Markt der etwas reicheren Vietnamesen, aber dafür halt auch richtig gute Qualität. So, das, was aussieht wie Kartoffeln, habe ich gerade gefragt, was das eigentlich ist. Hättet ihr es gewusst, das sind Lotuswurzeln. Habt ihr schon mal zum Beispiel hier gesehen, das sind Avocados, die eigentlich mehr die Form von einer Zucchini oder Aubergine haben. Also auch ganz spannend, komplett anders. Zeit für die Metzgertheke. bác chỉ thái ở trên nhé. Thế là mọi người cũng hướng thì em hướng em mở. Hier hinten habt ihr jetzt den Fleischwolf, wo sie uns dann noch Hackfleisch gemacht hat. Das Also something you can ask them to do. So, jetzt hat sie uns gerade erklärt, also dass wir uns nicht wundern brauchen. Das Fleisch, das wird jeden Tag, wird das hier eigentlich frisch zwischen 5 und 6 Uhr schon gemacht. Und wir sind ja jetzt hier um 11, halb 12 da. Und da sieht man, dass eigentlich schon fast nichts mehr da ist. Und deswegen muss man sich da auch eigentlich keine Sorgen machen. Man kann dran riechen und so, um zum Testen, ob es natürlich noch frisch ist. Und wenn es schön elastisch ist, wenn man so ein bisschen hinstupst, dann muss man sich keine Sorgen machen und hat garantiert ein frisches Fleisch, wo nichts passieren kann. Also wir haben hier jetzt Bauch- und Schulterfleisch für unsere Bún chả. So Freunde, Markt ist beendet. Wir haben alles eingekauft, alles bekommen, was wir wollen. Und jetzt geht es wieder hoch in den 4. Stock oder so zum Kochen. Let's go! So, wir sind in ihrem Reich im 4. Stock oben jetzt hier in unserer kleinen Kochschule. Người về em vẫn đi, nay có mấy khóc này khóc thầm. So, die Vi hat schon mal was vorbereitet, und zwar hier ein paar Zwiebeln und Ingwer für uns geschnitten.
Und mir schon mal Stäbchen hergelegt. Das wird spannend, ich und Stäbchen. So, also wir haben jetzt hier quasi die ganzen Zutaten für die Pho. Wir machen jetzt eine 2 Stunden Pho. Normalerweise, oder Pho. Normalerweise muss sie 8 Stunden kochen. Und es ist ganz wichtig, dass wir jetzt hier mal alles anrösten. Und wenn man riecht, dass es soweit ist, wird es umdreht. Und dann kommt alles hier erstmal ins Wasser rein. Man kann es nicht, wenn man Geschmack will, natürlich nicht direkt ins Wasser reintun. Out. We wash them carefully in the sink. So now when it's served into the new broth, it doesn't make the broth look so dark. It's gonna be clear. So that is the tip. We make the broth clear. That is what we like. So it's very quick right then. When you hear them sizzling, you're gonna turn them around and you're gonna put them in there as well. I got to marinate them. Oyster sauce is a must-have, and we also have some pepper. Yeah, that is the base. Meanwhile, besides you can also marinate them with garlic, and so can marinate them with oil to keep them tender as well. That's what we need. So right here, pre portion of beef. It's gonna be around 240 grams. Can I have in just 1 spoon of oyster sauce in there, please? Was mal Sternanis. Yes, that is What is that? cardamom. Kardamom. Yes. Kardamom. Bisschen Nelken hier noch. And mustard No. seeds. Right? Coriander seeds. Coriander seeds. And how about this too? I don't know it in English. I know it in German. So Uh-huh. it's what's in English? Clove. Clove? Yes, clove. Okay. And over here, Tamarind, cinnamon. cinnamon. Yes, cinnamon, right? Oh yeah. Mm. Yeah, and I had a smell. Beautiful. And should be there. Yeah, it's a little bit big for the portion for one, right? Yeah. So if you don't have this one, handkerchief, you also can use handkerchief, the smaller one too. And that would be the last thing you want to use. We got you some seasoning for pho, sweet, salty, and umami flavor. It's a flavor for Asian people. We always like it to be sweet, salty, and umami. So look at this. Besides salt, the basic thing we make them salty. We make it sweet as well. Sugar, rock sugar, less sweet than other type of sugar. Over here, we appear a lot in Asian cuisine. We use stock. Shiitake is mushroom stock powder, salty, umami flavor, and it adjusts for, it's make up for the 6 hours that you don't have today. So we use more than normal. And in fact, in 100 grams of stock, it has 5 grams of MSG. That's why it adjusts the flavor so well. So, and 3 things over here. And the last one, it is the most natural, to be honest. It's salty, it's umami flavor, and It's fish peel. fish still. No, it's very close. It's very new ingredient to you, I promise. It is a worm. The name of this, peanut worm. Salty, umami flavor, and it's live in the sand, or it live in the mud near the sea. So it's a kind of seaworm, kind of sandworm. And in fact, it's very good for your health, which make the price so expensive. That's the reason why this one is just an optional ingredient. The price was too high. So we pay around 70 to 90 US dollar per 1 kilo of peanut worm like that. So don't take it look that way. It's not precious. It's really, really expensive one. So if you want to use this, you have to wash them carefully in the sink because you can see it's all sand down there. We have to wash them first. So peanut worm, that is our secret ingredient right here. Can sell it. Es ist ein Wurm. Es kostet Kilo hier in diesem Land bis zu $100.
So you can Yeah. open it, shredded it, and then you put it like a layer. So you're gonna pour your shrimp on top. Yeah, we want to steaming them that way. Meanwhile, with the pork belly and also with the shoulder over here, you also need to marinate them as well. So bún chả, it is a signature dish in Hanoi. We mostly have it for lunch. Noodle, meatball, the big bowl of sauce, and a lot of herbs to eat it with. It fulfills your stomach. And look at this, the way we marinate them. It is also not very light. It's kind of fulfilling and heavy. So we got 3 of them. Onion, garlic, and this is That is garlic, that is shallot, and that one is lemongrass. oh, The lemongrass. one it just smashes, right? Yeah, and over here, the next one. Look at this. What do you have next? We got fish sauce, honey, oyster sauce, and over here got some pepper. That is the basic ingredient to marinate this. But in fact, it can be more. You can use sugar and you can use caramelized sauce. You can use molasses to make the color more brown. And of course, how much should we add in over here? That is the portion for one person only. It's not even 200 grams yet. How much should I put in there? So it is, you put it in, it have 2 portions. One's mint and one is just mint slime, right? So same. I choose the similar portion. Can you adding in 1 teaspoon of each? 1 shallot, 1 garlic, and 1 lemongrass There. in each. Yeah, Each, both of them. Nó sôi lên một trên. người về em vẫn đi nay có mấy khóc này ở khóc thầm là đôi bên là bên sông đôi vạt áo mà này cũng có ướt đầm là như nghi mưa người ơi người đừng về người về em dặn đi nay có mấy nhời này ở nhời rằng là yêu em là em mong anh gìn giữ mà này đừng có đừng ngồi là với ai người ơi đừng về. Okay, normally 4 hours. 3 hours at 3. least. Yeah, at Okay, least. 3 hours marinated. Okay. Okay. Beautiful. And the ratio for that, it is 4, 1, and 5. 415. Yeah, 4, 1, and 5. So that is the ladle we use for measuring. Can you add them in there? So. Also wir haben jetzt hier für die Buncha-Soße sowie auch für den Pfannkuchen, also diesen Sizzling Pancake, haben wir hier Zucker, Fischsoße, Essig und Wasser. Da kommt jetzt Verhältnis 1 so ein Esslöffel, 1 Esslöffel, 1 Esslöffel, 6 Esslöffel. So, also hier kocht jetzt mittlerweile unsere Pho. Dann haben wir hier jetzt
Das, was ich vorhin gerade erklärt habe, das muss jetzt auch 8 bis 10 Minuten, muss das jetzt einreduzieren. Das ist dieses Zucker, Essig, Fischsoßen-Ding für die Bunschau und alles. Und dann hier, da haben wir jetzt unseren Pancake-Teig quasi gemacht für den Sizzling Pancake. Der muss jetzt auch einfach mal 20 Minuten, muss er glaube ich stehen, hat sie gesagt. Wie gefällt euch diese Kochschule? Ich finde es mega. Die ist super, fundiertes Wissen. Es ist hier richtig angenehm, Klimaanlage läuft hier, noch Ventilatoren. Macht richtig Laune, wie super nett. Und ich würde sagen, weiter geht's. Hier haben wir jetzt, die wurden gesteamt, quasi Dampf gegart. Das ist das Fleisch, das sind die Garnelen, das haben wir auf ein Zitronengras ausgelegt. Und das haben wir jetzt einfach mal für 8 bis 10 Minuten, haben wir das Ganze jetzt gedämpft. Also jetzt haben wir es gerade nochmal, habe ich nachgefragt, haben wir gelernt. Diese Nudelart heißt Bun, deswegen Buncha. Und die anderen, die dickeren Reisnudeln, heißen Pho. Und deswegen heißt die Suppe Pho. Einfach nur wie die Nudel im Endeffekt heißt. người về em vẫn đi nay có mấy khóc này khóc thầm là đôi bên sông đôi. Put it in the water, draining it out first, and then put it on the surface. That is very good place, a good method to use it. But if you don't have, just put the back of your finger. You put it onto your rice paper. That rice paper will really, really thin. So I don't want to use too much water because if it's too much water, it's gonna be, yeah, it cannot be like you cannot adjust for the land anymore. And after that part, I take out lettuce over here. Normally, I don't use the stem part because, but in fact, you can use this. I just don't use the stem because I just want to make it even. When you roll it, you don't feel one plate with too firm. Lettuce first, and you can see I don't fold everything over here. I spend space on the rim so I can fold it in between later. Yeah, and now it's gonna be herbs. You can choose the herbs you want. We got some coriander, we got some mint over here. But if the stem was too big, you also can choose to remove it out as well. That is the herbs. And now, carrot, cucumber, everything over here. And last one, I got some noodle as well, rice noodle. That much. Yeah, everything together. That is the first layer. The second layer is gonna be the meat that you already boiled for. All right, here. 1 and 2. Maybe a little bit more. It's gonna be here. Yeah, the same length. And last one, the shrimp. Because this one, it have the orange part and not just the flesh. I will let the orange part sitting upside down, sitting like that. 1, 2, and 3. That way. So now it's all being arranged. And after you arrange them that much, you can start rolling them. You folding them from the side. From the side. Folding them that way. And then you straighten them first. And same as well. You folding them from the side and straighten them that way. And now, when everything is neat, you can start rolling. You're taking this up first, cover everything. Okay, very slow, don't afraid to be broken. And then you're wrapping that around, and stop. You can use chive or spring onion. I put them down here. And then you're rolling them until the end. There would be some water, a lot, to sealing them in the end as well. And that's, if it's too long, that way you can cut it
You can cut it as well. That's gonna be your spring roll in the end. So sieht die perfekte Sommerrolle aus, oder wie die es hier sagen, Spring Roll. Hier weg. Klappen wir das noch weg. A smaller one. Don't worry, it's good though. Okay, Leute, welche ist besser? Liken, kommentieren. Die vom Profi oder die vom Amateur? Yeah, we're gonna make it closest to the original one. There is no wine in there. But nowadays, in some coffee shop, they're gonna make it with the wine, of course, to make it more perfect. But generally, a coffee doesn't come with any yellow, any white part. And how many per coffee? Per coffee, per cup, you only need around 2. Also wir brauchen 2 Eigelb für einen Eierkaffee. Okay, I remove all the white part out. And after you remove all the white part out, put it back into this can. There you go. In here, in the 18th century. At the time we poor, we under the war, and we even starving to death. Coffee is not something that the regular person can drink. They only bring here first to working on the farm for them mostly. And the reason why there's still a Vietnamese person invented that coffee, you can say he worked for them in the old days. The man who invented it is a former chef who worked for the Fresh French Hotel in Hanoi, Metropolitan Hotel. And the most popular coffee at the time he made, it is coffee with condensed milk. And that is a problem. We cannot produce any dairy, which means dairy is getting very expensive and very rare. So the egg foam that you drink yesterday, it is something he made on purpose with the hope of replacing condensed milk. That is why it's invented. And when I say that is the replacement for condensed milk, you also can imagine how it should taste like. It should be sweet and foamy. So to get the sweet and foamy taste and texture, basically that is something you need to use. We got sugar, I got honey, and last one, salt. Cut for the sweetness. Yeah, and how much should it be? Honig, Zucker, Salz. That's true. And 2 egg yolk. 1 egg yolk equal to 1 teaspoon of sugar, not a flat one, a little bit whipping, and half a spoon of honey. That and overall, you need a small pinch of salt. Okay, so Okay. let's go with sugar and with honey as well. Like this. Okay. 2. 2. Yeah. Can be a little bit flatter. Okay. And 1 egg yolk, half a teaspoon of honey. So this 2 egg yolk, 1 spoon of honey. Also kurzer Fun Fact, seit dem 18. Jahrhundert haben es die Franzosen den Kaffee hierher gebracht. Quasi, wo sie hier so ein bisschen Vietnam erobert haben. Beautiful. And last one, a small pinch of salt only. There you go. Und jetzt noch ein bisschen Salz, dass das Ganze noch süßer wird durch Salz. Yeah. That's what you need. That's for the egg part. Yeah. And for coffee, you can smell our coffee over here. Smell it. Oh wow. That is how Damn. coffee smells like. Richtig intensiv, richtig Yeah. intensiv. We are now the second largest country export coffee after Brazil.
The second. Yeah, the Also second. Vietnam ist das zweitgrößte Land nach Brasilien, die Kaffee exportiert. Yes, and in fact, you never heard about that. Even when, okay, one thing about German, you guys are the biggest importer of us. Yeah, you know, Also, habt ihr gehört? biggest customer. Wir Deutschen sind die größten Importeure von vietnamesischem Kaffee. Yeah, you are our biggest customer, but you never heard about that. I never met any Germany who knows about our coffee. That is funny. Yeah, but I think that makes sense. You never heard about our name because like you drink the different one compared with us. You guys drink Arabica, we selling you Robusta. And what Robusta can do is not only the coffee you drink today, it also appear in instant coffee, concentrated liquid, or it can be ingredient for cooking. For example, you can make like cookie. So that is what Robusta can do. And mostly the thing we export out is raw product. That's why you don't heard our brand name on that as well. Ja, also man kann sagen, dieser Kaffee ist 3-mal stärker als den wir in Deutschland haben. Schau mal hier, also das ist quasi, da kommt der Kaffee rein und das ist dann der Stempel quasi, mit dem man dann so der Kaffee runterdrückt. Yeah, and I want 2 spoons of coffee powder. 2 big spoons of coffee powder in there. It's gonna be around 10 grams. For one coffee? Yeah, for that filter. Okay, and now you need to take it up, shake it to make it level. And after making this level, you're putting the pressure on top and you press this down. There it is. And Remove? yeah, no, you don't remove it. Keep it there. Robusta, the biggest problem of our coffee is not aromatic, and it also means it can use boiling water to pour in because it doesn't have a lot of aroma to lose. And when you're pouring this in, you're pouring this twice. The first step is just a step to moisturize them. You're making them wet first, absorbing and blooming. So around 2 to 3 times only, a little bit over here until, yeah, Okay, also only a little bit. a Right little now. bit, 2 to 3 times around, pouring the water in. So, jetzt haben wir den Kaffee quasi gepresst. Und jetzt müssen wir hier nur so ein bisschen reintun. Like this or more? More, a little bit. One more round, like that. So? Perfect. Yeah, so Okay. you're just making them wet first, absorbing and blooming. So the second time is the Okay. time Also when you're pouring in. Wir haben den Kaffee jetzt quasi nur nass gemacht. Und jetzt lassen wir den hier mal kurz so ein bisschen einziehen. Okay, and that is the hot drink. So we're gonna finish this in the end after we finish with everything else, right? So we're gonna letting them resting here. And of course, my customer also. Is it necessary to rest or when you make it at home? When you make it at home, you just wait for around 30 seconds to 1 minute with the Okay. small filter like that. Of course, it's bigger, you have to wait longer. But with the small filter like that, 30 seconds to 1 minute is fine. Yeah, we just make it later because we still have things to do Mhm. right then. Okay, great. Also wir lassen den jetzt hier normalerweise eigentlich nur 30 Sekunden bis 1 Minute lässt man den jetzt, aber weil wir jetzt noch weiter kochen, lassen wir ihn jetzt einfach stehen und dann kommt er zum Schluss. Und jetzt geht es wieder weiter mit dem Kochen. The more complex, so when you grill them, it doesn't get broken easily. Like this? Yeah, like that. 1 spoon. So, jetzt machen wir die Textur, kloppen wir quasi ein bisschen und deswegen hauen wir das jetzt hier so in der Hand rum, heißt's. The other side with the belly, don't need to do anything, just put it directly on the grill. Right here. It's time to start. Jetzt ist der Pancake dran, der Sizzling That Pancake. is the pancake, that's true. So this is The beef, beef, not pork, this is beef right no now. pork. Also jetzt haben wir hier kein Schweinefleisch mehr, sondern jetzt haben wir Rindfleisch und eben diese kleinen getrockneten Shrimps hier. Oil. Oil, also hier haben wir Öl, a lot of oil. Nein, das sage ich auch schon immer Englisch hier. Ein Haufen Öl und hier natürlich unsere Sprossen. Willkommen in der Kochschule von Reiserei. Liken, kommentieren, dranbleiben.
Schaut mal, das ist ein Pancake, was da Knoblauch reinkommt. Yeah, and he's stirring this until the color changes, and then I put it in there. Da muss jetzt auch nicht ganz durchbraten sein, weil das brät nachher weiter, hat sie gesagt. Und dann gleich mal runter von der Flamme, dass uns hier auch nicht der Knoblauch zu sehr verbrennt. Also jetzt haben wir jetzt wirklich eine Pfanne, die nicht klebt, also die muss wirklich super sein und die muss richtig heiß sein jetzt für den Pfannkuchen, weil man sieht schon, das was wir gemacht haben hier, die Konsistenz, die ist sehr flüssig. Eher so wie ein Crepe fast schon. Hey, Smells like coconut. yes, now coconut tea. And then one side, you're gonna put bean sprout. The other side, you're gonna add in the shrimp. And also your beef in there. You can put any filling, pork, chicken, sauces. It's not just only one. You can choose what you have in your fridge. So that is not a dish with like fixed ingredient. You can put any filling. Okay, and that is how you know you success of the first step. That you can see the rim is start filling up from the frying pan. Okay, also you know you got wenn sich der Rand abhebt, dann ist soweit, dass er ready ist. yeah, you know you got wood butter. Yeah, and over here, important part, when it's burning that way, I adding oils in. And of course, for oil, a lot of. I putting in 3 spoons of oil. 1 3 Esslöffel Öl kommen jetzt in das Ding rein. and 3. Zuvor war kein Öl drin, also der kam nackig in die Pfanne und jetzt kommen 3 Esslöffel Öl rein. Yeah, it's make them crunchy. So it's different if you don't want if you want to It's make them, like deep fried, yeah, also er wird jetzt frittiert. that way. But if it's not put enough of oil, of course, it's gonna be very soggy. And now you just wait for this to be cooked and to be firm again. For how long? You have to wait. This time it's up to the fire. If you put it hot, really high heat, it's gonna be crunchy real quick, but it's burning also quick as well. So it's normally this one we just cook it with medium or low heat only, not high heat. It burn your pancake, and you can see through the texture when it doesn't look too wet. It start dry out on the rim. Then you know it's getting firm. It's a good signal, and most important, it doesn't sticking with your pans anymore. It's separated. It means it's not too soft to be so you don't afraid it's getting broken when you fold or doing anything else. So it dries already, and when it's dry, you're gonna fold them. Also wenn jetzt der Rand auch wieder richtig trocken wird, kein Fett mehr so richtig am Rand ist und der sich leicht lösen lässt, dann kann man jetzt einklappen. Yeah, that side drier than the mid side. You firm and then you fold them on the side. Like that. And now keep going. It's still soft. So the oil is the thing which make them crunchy in the end. So now you still keep the oil in there and keep cooking them. So, und jetzt lässt man quasi eingeklappt immer noch von jeder Seite, bis er knusprig wird. Also jetzt tut sie quasi das ganze Öl raus hier. Hat's mit dem Löffel, hält sie jetzt ihren Pancake fest und schaut, dass jetzt so wenig Öl wie möglich noch in der Pfanne ist. Yeah, like that. And after you're taking out all the oil, put it back to the pan for around 15 seconds. Ich weiß jetzt nicht, ob man es gehört hat, wenn die Ja. draufklopft. Der ist jetzt, man hört so richtig diesen Löffel. Also es wird richtig
crispy, also knusprig bis jetzt. Yeah, and when I take it up, it doesn't bend down. That's fine. Look at that. Put it on the chopstick. So, sorry. Put it on the chopstick. So, it have the air to go through. It doesn't get soggy at one side. Yeah. Genau, und jetzt lässt ihn hier auf den Stäbchen auskühlen, dass der nicht matschig wird auf einer Seite. Dass der schön in der Luft liegt. Kann man auf dem Gitter oder egal was tun, Hauptsache der kriegt Luft von unten. Leute, jetzt geht's los. Der Papa macht jetzt Pancakes. So, die Ränder sehen knusprig aus. Es ist hier halt auch anscheinend wichtig, dass das so ein bisschen separiert ist. Jetzt haben wir hier die Shrimps, da das Fleisch, da die Sprossen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir das ganze Ding da drauf klappen. Ups. Okay. So, das hält jetzt zusammen, muss man ein bisschen drücken, sonst geht es wieder auf. Aber jetzt hält es ganz gut zusammen. Okay, wichtig haben wir gerade gelernt, die offene Seite muss nach unten schauen, wenn wir das machen. Dass auch aus dem Inneren alles rausläuft. Ich drehe das hier mal. Jetzt sieht man das, glaube ich, ganz gut. Jetzt muss man einfach warten, bis das hier mal das ganze Fett raus ist. Alright. Okay. So, was sagt er? Welcher ist der Amateur, welcher ist der Profi, welcher schaut gut aus, welcher schaut besser aus? Also, ich weiß jetzt nicht, ob man es hört. Wir müssen das Ding jetzt 5 bis 7 Minuten wird es jetzt schlagen. Also das Eigelb, die Eigelbmasse, die wir vorhin produziert haben. Die muss jetzt richtig schön fluffig und dick werden. So ein richtiges Zuckerei. Also schaut mal rein, Leute, die Textur, wie die sich schon verändert hat. Das ist, wenn man weggeht hier, das ist schon richtig dick, zähe, das ist eine richtige zähe, dicke Eimasse jetzt. Wirklich Eigelb und Zucker. Und natürlich das Salz, das hilft auch, dass das Ganze ein bisschen stockt. Look at this. It's not sticking. It's very, Juicy. yeah. And then you pouring this down directly on everything you got. Yeah, that's chocolate. So, Okay, jetzt haben wir hier den schwarzen Kaffee drin. Und jetzt kommt das einfach oben drauf. Boah, wie das schwimmt. Es verbindet sich einfach nicht. Alles raus. Das ist das Gold, das Hüftgold, aber was eben diesen Kaffee auch ausmacht. Das ist so lecker. Man kann sich einfach nur diese Eiercreme reinlegen. Man braucht da gar keinen Kaffee dazu. Das ist schon das perfekte Dessert für so Naschkatzen wie mich. Deswegen ist mein Löffel hier. Und Zuckerei. Ich sag's, wie es ist. Zuckerei. Es gibt nichts Besseres. and chocolate powder. Ja, und jetzt haben wir noch ein bisschen Chocolate Powder oben drauf.
Et voilà. Lovely. Ein Like für meinen Eierkaffee, meinen original vietnamesischen Eierkaffee. So wie er sein muss. Jetzt haben wir hier unsere eingekochte Soße. Da hat sie jetzt quasi die Soße für die Bun Cha und für die Frühlingsrollen. Oder den Sizzling Pancake, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Das sind jetzt noch Karotten, Chili, Knoblauch und glaube sogar Papaya oder irgendwas noch mit reinkommen. Und da sind noch extra Chili und Limetten. Sieht richtig gut aus. Jetzt werden hier noch ein paar Frühlingszwiebeln in unsere Pho rein. Oh, schaut euch diese Pho an. So, Freunde, es ist angerichtet. Schaut euch das an, was wir jetzt alles gekocht haben. Also einmal Pho, einmal Bun Cha, dann die Summer Rolls, dann noch den Sizzling Pancake und dann den Eierkaffee. Man muss dazu sagen, ich durfte mir alles selber aussuchen. Also da ist nichts, was ich mir nicht ausgesucht habe. Ich habe eine riesen Liste gekriegt, da wären noch tausende Gerichte mehr drauf gewesen. Aber ich habe mich wirklich mal für die richtig traditionellen und authentischen hier entschieden. So, Wichtiges haben wir gelernt, dreimal diesen Schaum hier oben falten. Also richtig den Kaffee jetzt ein bisschen in diesen Schaum reinfalten, dass der auch nochmal so ein bisschen Kaffeegeschmack kriegt. Der verbindet sich aber nicht mit dem Kaffee. Und dann kommen wir zum besten Part. Probieren. Einfach so geil. It's so tasty. Okay. So, also man kann ihn nicht nur runterlöffeln jetzt den Schaum, sondern man zieht so ein bisschen den Schaum mit rein und kriegt dann gleich den Kaffee mit rein. Kriegt man so einen süßen Rand. Und dann hat man diesen richtig krass starken Kaffee mit dieser Süße oben drauf. Den kann man übrigens auch nur einen Kaffeekurs machen und nur einen Kochkurs, glaube ich sogar. Oder eben wie wir jetzt, dass man alles gemeinsam macht, also Kaffee und Kochkurs in einem. Probiere erstmal die kleine Spring Roll hier. Die wird jetzt auch hier in diese Bun Cha Soße quasi reingedippt, dass man hier ein bisschen Taste kriegt. Schauen wir mal, wie schön die hier angerichtet sind. Und da das Fleisch separat und hier noch das Gemüse separat. Best Spring Roll ever. Yes. That's the one we made. The Yes. Long Island. Die ist so lecker. Schaut mal, da sieht man jetzt auch, wie schön wir das gefaltet haben. Und die schmeckt echt so gut, aber es ist wichtig, diese Bun Cha Soße. Und ich habe im Restaurant noch nicht so eine geile Bun Cha Soße gegessen, wie wir jetzt hier gemacht haben. Definitiv Daumen nach oben. Regularly, you're gonna cut it. Also ist wichtig, In half. machen die hier immer, habe ich gesehen. You take rice paper. Of Die- course, die- everything is with your hand. Die You tun, take rice die tun den paper quasi first, mit der Schere schneiden. And after you take rice paper, you're gonna use lettuce. The one that we did before. Sorry, Ah, yeah. it's just messy. Okay, that's so huge. I just use a half of that. Lettuce, I'm cutting herbs. Any. You can use mint, you can use basil, you can use perilla, sorry, and you can use carrot, cucumber, Das wird quasi auch wie so eine Art Frühlingsrolle, wird jetzt hier dieser Pfannkuchen hier gemacht. and then the pancake gonna be in there like that. And what are you gonna do? Cracking the pancake, wrapping them in. And why look clumsy when I'm filming the video? You're rolling them like this. And after rolling them that way, you dip it in the sauce. And after you dip it in the sauce, that's for you to try. Okay Leute, ich bin Gott froh, dass sie mir das gerade gefaltet hat. Das würde ich so nicht hinkriegen. Das Ding ist 1A gefaltet. Jetzt probieren wir den.
Mm. Mhm. Mm. Mit der Ananas. Das macht so richtig fruchtig. Und dann diese crunchige Pancake mit dem Fleisch und diesen getrockneten Garnelen. Absolute Hammer. Besser noch wie diese Frühlingsrollen. So, dann würde ich sagen, als nächstes probieren wir die Pho, bevor sie jetzt kalt wird. Ganz wichtig, erstmal schön Limette drauf, dass das richtig schön limettig schmeckt. Die Chilis lasse ich jetzt weg, dass Kathi auch noch mitessen kann nachher. Und dann kommen wieder hier meine Stäbchenkünste zum Einsatz und schauen wir mal, dass wir so einen perfekten Biss erwischen, zum Perfect Bite, wo alles so ein bisschen drauf ist. Kräuter, Fleisch. Das Fleisch super zart, weil das ist jetzt nur da drin gegart. Und dann mit dem Limettigen und diesen 5 Gewürzen, gerade dieser Zimt und so. Das ist Hammer. Das ist einfach so eine Pho, die geht immer. Zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen. Daumen hoch, Leute. Ich probiere nur mal die Soße noch. Oh mein Gott. Everything is shoved in there. Okay, also, die Buncha kommt eigentlich so, alles separiert. Und dann tut man alles da rein. And the eggs as well. Alles, was man will, tut man da rein. Und weicht es erstmal ein und tut es ein bisschen umrühren, dass es nochmal ein bisschen einzieht. Und dann schaut man auch, dass man irgendwie alles zusammenwischt. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. Ja. So, tun wir. Jetzt gibt es hier Riesensauerei. Und wir haben Kräuter, wir haben Nudeln. Göttlich. Das ist so geil. Es ist zwar immer dieselbe Soße, aber alles schmeckt anders damit. Und alles schmeckt einfach nur lecker und frisch. Jetzt haben wir, glaube ich, alles probiert, würde ich sagen. 5 von 5 Sterne für diesen Kochkurs. Großen Dank an die Vi. This cooking class was so perfect, it's so tasty. Thank you. I had a lot of fun with you. Thank you so much. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich verdrucke das jetzt alles mit der Kathi, bevor das eiskalt wird. Liken, kommentieren. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles. Und die Vi verlinke ich auch in der Beschreibung und so. Und wenn ihr einen Kochkurs macht, sagt gern Bescheid, dass er von mir kommt. Sagt die Verrückten, die hier gefilmt haben in ihrer privaten Stunde. Und wir sehen uns im nächsten Video. So, wir sind fertig mit dem Essen, aber dem nicht genug. Jetzt gibt es noch Melone und Wodka, vietnamesischen Wodka.